Willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ich werde ganz viel Freude daran haben. Jetzt aber. Unlock the secrets of our past, powered by Abstergo Industries. Makes mind reading possible. Computing. Abstergo Industries. Okay. Nicht schon wieder. Ich hasse das. Das nervt mich extrem. Jetzt aber. Mama sagt, Graf, keine Ahnung, würde sich nun um uns kümmern, solange Papa und Onkel John für ihn arbeiten. Unser Haus ist groß, aber Treborn ist eine kleine Stadt. Mama ist glücklich. Prag, 1587 bis, schätze ich, 1608. Elizabeth Jane Weston. Onkel John und alle anderen nennen ihn Dr. D. Dr. D. Sagt, dass nicht alle 5-Jährigen 3 Sprachen sprechen. Dr. D. sagt, dass nicht alle 5-Jährigen 3 Sprachen sprechen. Oder so gut schreiben wie ich. Ich sage dir eine große Zukunft voraus, Lady Beth. Ich mag lesen und zeichnen und schreiben gerne Gedichte. Was? Ich mag lesen und zeichnen und schreibe gerne Gedichte, so. Aber die Mathematik fällt mir schwer, same. John Francis, mein Bruder, kann besser rechnen als ich. Er ist ein Jahr älter. Papa will, dass ich dieselben Chancen bekomme wie mein Bruder. Er sagt, ich hätte Glück, nicht viele Mädchen hätten einen Privatlehrer. Ich arbeite hart, um ihn zufriedenzustellen. Wir fasten heute Abend, Master Kelly, verkündet Onkel John. Papa grinst. Ich weiß, was das bedeutet. Sie werden die ganze Nacht arbeiten, mal wieder. Nach dem Essen laufe ich in den Salon und springe auf Onkel Johns Schoß. Sein Bart ist ganz weiß und hart. Okay. Anders als Vaters Bart. Ich bitte ihn, mir eine Geschichte zu erzählen. Onkel John bringt alle zum Lachen, sogar Papa, der sonst immer so ernst ist. Er sagt, sie müssten nun arbeiten und Mama sagt, es sei Zeit fürs Bett. Ich ziehe die Decke über den Kopf und höre den leisen Stimmen aus dem Studierzimmer zu. Ich habe Angst vor der Dunkelheit, aber nicht heute Nacht, wenn Papa und Onkel John beten. Papa muss jetzt gehen, um Geld zu verdienen. Ich weiß, was Geld ist. Wir brauchen es zum Essen und andere Dinge zu kaufen, aber ich will nicht, dass er geht. Ich umarme Papa und Onkel John auch. Ich winke ihnen nach, bis ich die Kutsche nicht mehr sehen kann. Wie lange sie wohl dieses Mal fort sein werden? Ich frage Mama nach Papas Arbeit. Sie sagt, er hält mit Onkel John Versammlungen ab und berät Menschen, die Hilfe brauchen. John Francis glaubt, dass Papa mit Engeln spricht. Ich lache, aber Mama bleibt ernst. Er hat es mir gesagt, murmelt er und verschränkt seine dürren Arme vor der Brust. Nach einer langen Pause seufzt Mama. John Francis hat recht. Euer Vater spricht mit Engeln. Sie kratzt sich am Kopf, hat Eingebungen von ihnen.
Alles klar, okay. Ich frage Mama, was Engel sind. Sie sagt, das seien Wesen aus dem Jenseits. Sie hätten Flügel und lebten bei Gott im Himmel. Ich weiß nicht, was sie damit meint. John Francis sagt, dass nur Papa Engel rufen kann. Mama nickt und sagt, das sei seine seltene Gabe. Benutzt eine Kristallkugel, erklärt John Francis. Ehrlichkeit, ich sehe Papa und Onkel John zurzeit nur selten. Sie essen nichts, sie fasten schon wieder und verbringen die meiste Zeit im Studierzimmer. Ich wache schlagartig auf und ziehe mir die Decke bis ans Kinn. Es ist dunkel, aber von unten höre ich Stimmen. Ich atme tief ein und schleiche mich aus dem Bett. Ich schleiche vorsichtig die Treppe hinunter. Ich fürchte, Monster können im Schatten auf mich lauern, obwohl Onkel John gesagt hat, er habe alle Monster aus dem Haus gejagt. Auf Zehenspitzen laufe ich zur Tür des Studierzimmers, und lausche. Ich erkenne Papas und Onkel Johns Stimme, aber da ist auch noch eine dritte, tiefere Stimme. Ein lautes Klicken, sie haben die Tür aufgeschlossen. Ich verstecke mich hinter einem Schrank. Papa und Onkel John verlassen lächelnd das Zimmer und gehen vorbei. Ich zähle bis 100 und schleiche zum Studierzimmer. Es ist niemand drin. Elizabeth? Höre ich Papa und hinter mir. Was machst du da? Ich muss Papa versprechen, nicht in das Studierzimmer zu gehen. Das sind Dinge, die du nicht sehen solltest. Mir fallen 100 Fragen ein, die ich stellen möchte, aber ich nicke nur. Weisheit. Ich habe Papa und Onkel John noch nie so glücklich erlebt. Sie flüstern und lachen über Dinge, die nur sie verstehen. Mama sagt, das käme, weil sie gute Arbeit geleistet haben. Ich bin fertig mit dem Abendessen und frage, ob ich aufstehen darf. Mama nickt und ich renne nach oben. Dabei fällt mir auf, dass Onkel Johns Tür nur angelehnt ist. Ich eile zur Tür, halte den Atem an und schaue hinein. Das Zimmer ist luxuriös. Onkel John sagt immer, dass Tante Jane einen guten Geschmack hat. Und er hat recht. Ich schleiche hinein und öffne Onkel Johns Truhe. Sie ist voller Schätze, glänzende Steine und schwarzer Spiegel. Spiegel? Okay. Ein Siegel und Siegelwachs, ein goldenes Amulett. Ich ignoriere alles andere und nehme etwas, das aussieht wie ein eingewickelter Globus. Könnte das die Kristallkugel sein, von der John Francis sprach? Ungeduldig wickle ich das Paket aus. Die Kugel ist schwer und fühlt sich warm an. Sie besteht aus dem glänzenden Gold. Mein Gesicht spiegelt sich auf der Oberfläche wieder. Und das von Onkel John? Onkel John griff nach der Kugel und steckt sie sich in seinen Wams. Okay? Ich zittere, aber er lächelt. Du sollst nicht mit Dingen spielen, die du nicht verstehst, Lady Beth. Dämonen. Wir sind nun seit etwa 2 Jahren in Treban. Wir sind glücklich, hier glücklicher als je zuvor. Elizabeth Jane West. Prag. 1587 bis 1608. Schätze ich, dass das so, weiß ich, keine Ahnung. Tut mir leid. Stolz. Papa setzt die Arbeit fort, während Onkel John weg ist. Er ist viel allein und spricht während des Frühstücks kaum mit uns, aber immerhin ist er jetzt wieder. Ich fühle mich schwach. Mama sagte, ich hätte Fieber und müsste im Bett bleiben. Ich schlafe fast den ganzen Tag und die ganze Nacht. Als ich erwache, habe ich Hunger. Ich mag die Nacht nicht, aber ich habe keine Angst mehr, so wie früher. Ich stehe auf und achte darauf, keinen Lärm zu machen. Ich möchte niemanden aufwecken. Aus dem Studierzimmer dringt ein blasses Licht. Die Tür ist offen, Papa lässt die Tür niemals offen. Auf Zehenspitze schleiche ich in Richtung des Lichtscheins. Ich schleiche mich hinein. Papa beugt sich über einen Tisch und liest ein Buch. Es hat einen seltsam silbernen
Es hat einen seltsam silbernen, schimmernden Einband. Plötzlich beginnt Papa unverständliche Wörter und Zahlenreihen vor sich hinzumurmeln. Papa streut ein rotes Pulver über etwas auf dem Tisch. Ich habe es geschafft. Ein breites Grinsen verzerrt sein Gesicht. Geschafft. Er nimmt etwas vom Tisch, einen Klumpen Gold. Papas ihres Lachen lässt mich erschaudern. Seine Stimme ist tief und er sagt Worte, die ich nicht verstehe. Ich stürme nach oben und verkrieche mich in mein Bett. Gier. Ich erkenne Papa und Onkel John in einiger Entfernung, nehme meine Puppen und verstecke mich hinter der größten Eiche im Garten. Ich versuche nicht zu lachen, als sie sich nähern. Papa sagt Onkel John, dass sie die Natur ihrer Arbeit ändern sollten. Sie sollten die Alchemie studieren, statt ihre Zeit mit Engeln zu verschwenden. Sie erreichen die Eiche. Das Buch hat unendliches Potenzial. Was ist denn los? Sagt Papa. Du musst mir helfen, seine Formel zu entschlüsseln. Ich schaue zu ihnen. Onkel John runzelt die Stirn. Papa fährt fort. Wir könnten am kaiserlichen Hof arbeiten. Gold herzustellen ist nur der erste Schritt. Onkel John stellt sich Papa in den Weg. Ich verstecke mich wieder und drücke meine Puppen fest an mich. Du solltest nicht mit diesem Buch spielen, Kelly. Ich erkenne Onkel Johns Stimme kaum wieder. Du ahnst ja nicht, wie viel Böses in ihm steckt. Es enthält mehr als nur Zahlen. Papa protestiert, aber Onkel John unterbricht ihn. Dein Teilhaber Master Hussein, der dir das Buch gab? Ich hatte schon mit ihm zu tun, vor langer Zeit. Man kann ihm nicht trauen. Papa sagt, sie können unermesslich reich werden. Ich riskiere einen kurzen Blick. Onkel John schüttelt den Kopf. Nein, mein Freund, das Buch wird dich zerstören. Begierde. Papa ist in ihre... Was? Achso, ups. Begierde. Mama ist in ihrem Zimmer und weint. Sie hat seit Tagen kaum ein Wort gesprochen und ich vermute, sie hat auch nicht mit Papa gesprochen. Sie weicht seinen Blicken aus. Ich lese, als ein lautes Scheppern mich aufschrecken lässt. Macht John Francis wieder Unfug? Er kann manchmal noch so kindisch sein. Ein weiteres Scheppern, gefolgt von einem Schrei, dem Schrei einer Frau. Ich lege mein Buch beiseite und renne zur Tür. Papa und Onkel John schreien sich gegenseitig an. Ich verlasse mein Zimmer. Das Geschrei hat aufgehört, aber jetzt kann ich ein Schluchzen hören. Es kommt aus Onkel Johns Zimmer. Ist Tante Jane verletzt? Plötzlich springt die Tür von Onkel Johns Zimmer auf. Tante Jane ruft ihrem Mann hinterher, aber jemand unterbricht sie. Papa. Der ganze Boden erzittert, als Onkel John die Tür zuschlägt. Er starrt mich an, Feuer in den Augen. Ich bin wie gelähmt, mir steigen Tränen in die Augen. Onkel John nimmt meine Hand und zieht mich vor. Du solltest nicht hier sein. Er zerrt mich die Treppe hinunter. Du hättest das nicht mit ansehen dürfen. Zorn. Papa, Alter, wie lang geht das noch? Papa und Onkel John reden kaum noch miteinander und wenn sie es tun, brüllen sie und bringen Mama zum Weinen. Tante Jane bleibt in ihrem Zimmer. Ich wünschte, das könnte ich auch. Ich schrecke aus dem Schlaf. Papa schreit schon wieder. Ich schließe die Augen und wünsche mir, dass alles wieder so wird wie früher. Aber ich bin alt genug, um es besser zu wissen. Eine Tür wird zugeschlagen. Ich blicke aus dem Fenster. Papa geht zu den Stellen und schimpft wütend. Eifersüchtiger nah. Ich blicke ihm nach, bis die Dunkelheit ihn verschluckt. Ich laufe nach unten. Mama sitzt im Salon und schluchzt leise. Ich krieche unter das Sofa. Es ist Zeit für mich zu gehen. Onkel Johns Stimme klingt traurig und besorgt. Wir werden euch vermissen, euch beide. Mama wünscht Onkel John viel Glück und geht. Ich bleibe versteckt und beobachte Onkel John, der durch den Raum eilt. Stille folgt. Still folge ich Onkel John zu Papas Studierzimmer. Er zückt ein
einen Schlüssel, blickt sich verstohlen um und öffnet die Tür. Zum Schluss wirst du es verstehen, alter Freund. Onkel John kommt mit Papas silbernem Buch aus dem Studierzimmer. Ich tue das für deinen Vater, sagt er. Die Geheimnisse in diesem Buch sind nicht für ihn gedacht. Monster. Gerüchte. Es gefällt mir, wenn Papa mich zur Prager Brücke mitnimmt. Das gibt mir die Gelegenheit, aus dem Haus zu kommen und bei ihm zu sein. Es ist selten zu Hause in letzter Zeit. Menschen aus der ganzen Welt versammeln sich hier im Zentrum europäischer Kultur, wie Papa es nennt. Ich frage mich, warum wichtige Männer immer so finster dreinblicken. Papa spricht mit einem älteren Mann. Sein langer weißer Bart erinnert mich an Onkel John. Ich seufze und nehme Papas Hand. Er scheint es nicht zu bemerken. Man kann sich kaum noch auf die Straße wagen, sagt der ältere Mann. Selbst bei Tageslicht. Papa nickt und sagt, dass Prag noch nie so gefährlich war. Ihr wisst warum, Master Kelly. Der Kaiser, er lehnt sich zu Papas Ohr vor. Er ist schwach. Er gibt dem Volk zu viele Freiheiten. Es heißt, ein Mörder trieb sein Unwesen. Er hat es auf Adlige und Alchemisten abgesehen. Die Stimme des alten Mannes bebt. Er soll ein Monster sein, ein Riese. Manche sagen, er sei kein Mensch, erklärt Papa. Ich drücke seine Hand fester und wünsche, Onkel John wäre hier, um die Monster aus Prag zu verjagen. Mühe. An meinem 10. Geburtstag will Papa mir seine Werkstatt zeigen. Ich werde endlich sehen, wo er seine Tage verbringt und viele seiner Nächte. Die meisten Leute, denen wir begegnen, ignorieren mich, während ich Papa durch die Prager Burg folge. Doch einige rollen mit den Augen oder runzeln die Stirn, wenn sie mich sehen. Die Fenster in diesem Teil der Burg wurden mit Ziegeln und Mörtel verschlossen. Und Papa verschließt sorgfältig jede Tür hinter sich, die wir durchqueren. Papas Werkstatt ist eine wahre Schatzkammer. Es gibt Millionen von Dingen, eines wundersamer als das andere. Bunte Pulver, alte Schriftrollen, Amulette. Papa arbeitet den ganzen Tag, liest Formeln, mischt Pulver, kocht Flüssigkeiten. Ich sehe nur aus der Ferne zu, aus Angst, ich könnte ihn stören. Seine Arbeit ist doch so wichtig. Papa murmelt ständig vor sich hin. Er zwinkert oft und blickt sich ständig über die Schulter. Er macht mich nervös, vor allem wenn er unverständliche Wörter bellt. Ich schaffe es nicht. Heulend wirft Papa einen Glasbecher zu Boden. Er zerspringt in 1000 kleine Scherben. Ich bedecke mein Gesicht. Ich brauche das Buch, ruft er verzweifelt. Alchemisten. Die Nacht ist bereits hereingebrochen, als ein junger Besucher Papas Arbeit unterbricht. Er betritt die Werkstatt und verkündet, dass der Kaiser alle Alchemisten zu sich rufen lässt. Papa sagt, er solle auf ihn warten und bloß nichts anfassen. Dann seufzt er. Er greift nach meiner Hand und nimmt mich mit. Aber du musst still sein, sagt er. Wir betreten einen dunklen Raum, in dem sich eine Gruppe alter Männer um einen Tisch versammelt hat. Papa beutet. Papa bedeutet mir bei dem Assistenten und Lehrlingen im Hintergrund zu bleiben. Okay. Ein großer Mann in schwarzer Kleidung betritt den Raum. Er trägt eine weiße Halskrause und eine Fellmütze. Ich trete zurück und verstecke mich hinter einem schlachsigen jungen Mann. Der Mann, der Kaiser, sitzt am Kopfende des Tisches und sieht jeden im Raum prüfend an. Als er eine Augenbraue hebt, springt einer der Alchemisten eifrig heran. Mein Bruder hat das Monster gesehen. Der Mann quiekt wie eine Maus. Es ist vollkommen schwarz, ein Dämon. Die Alchemisten diskutierten lange und ausführlich. Viele Alchemisten sind sich einig, dieser Mörder, dieses Monster kann kein Mensch sein.
Was, wenn es ein Homunculus ist? Fragt Papa. Totenstille breitet sich aus. Golem. Wir verlassen die Burg vor dem Morgengrauen. Wir werden von anderen Alchemisten und einem Trupp Wachen begleitet. Zu unserer Sicherheit. Warum gibt es bloß so viele Monster in der Welt? Über der Moldau dämmert der Morgen. Endlich. Wir erreichen das Haus des letzten Alchemisten. Bald sind wir zu Hause. Aber nein, Papa hört einfach nicht auf, mit ihm zu reden. Ich gehe in die Gasse neben dem Haus, nur 2 Schritte weit, und ouch! Ich stoße gegen eine unsichtbare Wand. Weiße Augen erscheinen in der Dunkelheit. Ich sehe es, die Umrisse eines Riesen, Narben prangen auf der tiefschwarzen Stirn des Monsters. Nein, es sind Buchstaben. Emmet. Ich starre ihm in die Augen. Was bist du? Ich habe viele Namen. Die Stimme des Monsters ist seltsam, gehellig. Hier nennt man mich Golem. Papa schreit. Wachen, komm zu uns gelaufen. Du hast soeben deines Vaters Leben gerettet, knurrt er. Der Golem läuft in Richtung Fluss. Jetzt sehe ich ihn deutlich. Ein riesiger Körper, schwarz und sehnig. Sehnig? Ja. Das Monster springt in den Fluss. Ich folge Papa und die Wachen kurz hinter mir. Ich beobachte das Wasser, aber es ist ruhig. Keine Spur von dem Golem. Geister. Wir haben nie über Papas Verhaftung gesprochen. Nicht ein Wort darüber in 3 Jahren. Nun, da John Francis fort ist, muss ich mich allein um Mama kümmern. Albträume. Papa wird heute aus dem Gefängnis entlassen, aber Mama ist besorgt. Sie sagt, er hätte nur noch eine letzte Gelegenheit, die Erwartung des Kaisers zu erfüllen. Wir stehen vor unserem Haus und ich halte Mamas Hand. Mein Herz rast, als ich Papas Kutsche sehe. Als sie nur 2 Schritte entfernt anhält, vergesse ich sogar zu atmen. Mama zittert, als sich die Tür der Kutsche öffnet. Ein bleicher, ausgemalter Mann mit einem langen grauen Bart steigt aus. Papa! Er geht an uns vorbei, als wären wir Geister. Mama hat einen Lammbraten vorbereitet, Papas Liebsspeise, um seine Rückkehr zu feiern, aber er isst nicht. Er starrt nur auf seinen Teller und schweigt. Mama betreibt Konversation und gibt vor, recht erfolglos allerdings, dass alles in Ordnung ist. Plötzlich steht Papa auf, mit lautem Krachen fällt ein Stuhl zu Boden. Papa stürmt aus dem Esszimmer und stößt dabei unsichtbare Geister aus dem Weg. Er ruft in einer seltsamen Sprache, dieselbe, die ich bereits gehört habe, als ich noch jung war. Mein Herz ist schwer, doch ich kann die Tränen zurückhalten. Ich nehme Mamas Hand, aber ich kann nichts tun oder sagen, um ihren Kummer zu lindern. Was werden wir jetzt tun? Fehlschlag. Der Kaiser hat Papas Ruf wiederhergestellt, aber Soldaten bewachen unser Haus. Sie sind nicht hier, um uns zu beschützen. Sie sollen aufpassen, dass wir Prag nicht verlassen. Ein Monat ist vergangen seit Papas Rückkehr. Er bleibt distanziert, aber wenigstens ignoriert er uns nicht komplett, obwohl er unentwegt arbeitet. Ich gehe mit dem Teller, den Mama vorbereitet hat, durch die offene Tür in Papas Studierzimmer und halte inne. Papa sitzt auf dem Boden und beginnt zu heulen. Ich lasse den Teller fallen und sein Inhalt verstreut sich durch das ganze Zimmer. Ich laufe zu Papa und kniee mich neben ihn. Er greift meine Hand und wird augenblicklich still. Papas Nägel bohren sich ins Fleisch meiner Hand. Ich beiße mir auf die Lippen, um nicht aufzuschreien. Plötzlich erhebt er eine Faust vor mein Gesicht. Ich schließe die Augen. Ich schaffe es nicht. Papas Stimme klingt niedergeschlagen, verzweifelt, nicht genug, nicht mal eine Handvoll ist übrig. Ich sehe ihn an, Tränen laufen über sein fahles Gesicht. Langsam, als würde er einen unermesslichen Schatz enthüllen, öffnet er seine Faust. In den Falten seiner Handfläche befindet sich ein kleineres rotes Puder. Verflucht seist du die Verhaftung. Papa arbeitet ohne Pause, obwohl er immer wieder sagt, dass er uns bereits enttäuscht hat.
Er hat seit Wochen nicht geschlafen und isst kaum. Er ist nur noch ein Schatten seines Selbst. Mama schüttelt mich aus meinen Träumen. Elizabeth, die Soldaten kommen. Ich reagiere nicht sofort, da ich an die Soldaten gewöhnt bin, die unser Haus bewachen. Ich sehe nach draußen. Eine Reihe junger Männer in Uniform stehen im Vorgarten. Ihre Fackeln werfen bizarre Schatten auf ihre Gesichter. Die Monster von Prag. Ich öffne die Vordertür. Ein Offizier und 6 entschlossen aussehende Männer treten ein. Der Offizier räuspert sich. Auf Befehl des... Nein! Mama schnellt nach vorn. Tränen strömen über ihren Wangen. Ihr werdet nicht... Ihr könnt ihn mir nicht wegnehmen. Das dürft ihr nicht. Nicht schon wieder. Die Soldaten reißen ihre Augen auf. Papa kommt auf uns zu. Sein Gesicht ist zu einer dämonischen Grimasse verzerrt. Er murmelt ein Gebet in der fremden Sprache, die nur er zu verstehen scheint. Der Offizier will mit Papa reden, doch Papa stürzt sich heulend auf ihn und zerkratzt ihm das Gesicht. Ein Soldat schlägt ihn auf den Kopf. Mama weint, dass Papa weggebracht wird. Absturz. Ich bin 16 Jahre alt und einige der Wache in Burg, keine Ahnung, scheinen an mir interessiert zu sein. Sie tragen mir jedes Mal ein Gespräch auf, wenn ich Papa besuche. Keiner von ihnen interessiert mich. Die meisten sind ungebildete Bauernlümmel. Andere sind schmutziger als ein Schwein in der Schule. Trotzdem lächle ich immer und bleibe höflich. Ich atme tief ein, als ich in der Ferne den Turm der Burg erkenne. Ich versuche nicht an die aufdringliche Blitzlaus von Wache zu denken, die ich jedes Mal treffe, bevor ich Papa sehe. Was ist das? Ein Kreuz auf der Spitze des Turms? Ich gehe schneller, doch plötzlich hört mein Herz auf zu schlagen. Papa, er steht an der Kante des Turms, die Arme weit ausgebreitet. Ich renne zur Burg. Jetzt kann ich Papa deutlich erkennen. Ein Skelett in einer flatternden Robe. Er schaut mich an. Nein, nicht mich. Er blickt in die Ferne. Du bist gekommen. Befreie mich, Götterbote, befreie mich. Papa hebt die Hände zum Himmel, als würde er beten. Himmlischer Wächter, leite meinen Sturz. Mit diesen Worten springt er vom Turm. Ich halte Papas Körper. Er blutet stark, aber er hält meinen Blick stand. Er wird nicht länger von seinen Dämonen verfolgt. Die war weise, sagt er mit seinem letzten Atemzug. Gottheiten. Die Nachricht von Queen Elizabeths Tod erreicht Prag. Die jungfräuliche Königin, nach der ich benannt wurde, ist gestorben, einen Monat nach meiner Hochzeit. Elizabeth Jane Weston. Ich wollte Watson lesen. Tribut. Ein Klopfen an der Tür reißt mich aus meinen Gedanken. Ich wende den Kopf von dem leeren Blatt auf meinem Schreibtisch ab und lege die Feder nieder. Herein. Johannes, mein Ehemann. Ach ja, ich habe das gerade so deutsch ausgesprochen. Johannes, mein Ehemann, betritt mein Studierzimmer. Ein Büschel korallenschwarzes Haar fällt in sein Gesicht, als er den Kopf senkt, wie unglaublich förmlich er ist. Er entschuldigt sich für die Störung, während ich arbeite. Ich runzelte die Stirn, täusche Ärger vor. Kann aber ein Lächeln nicht unterdrücken. Ich habe heute noch nichts geschrieben. Johannes Miene hält sich auf. Sein Daumen streichelt abwesend über den Elfenbeinknopf seines Stocks. Ein Paket ist gekommen. Es ist an Lady Beth adressiert. Lady Beth? Nur Onkel John hat mich so genannt. Ich habe seit Jahren nichts von ihm gehört. Ich eile aus dem Raum die Treppe hinunter, so wie früher, als ich klein war. Ich ignoriere das Begleitschreiben und wickle hastig die Stoffbahn ab, in die das Paket, das ich für ein gerahmtes Gemälde halte, eingewickelt ist. Das Gemälde zeigt die jungfräuliche Königin Elizabeth I. und im Hintergrund 2 Hofdamen, die vor 3 Göttinnen stehen. Wie rücksichtsvoll von Onkel John. 3 Göttinnen.
Johannes und ich starren fasziniert auf das Gemälde. Wundervoll. Dann stoßen meine Augen auf den Vers, der in den Rahmen graviert ist. Johannes betrachtet jedes einzelne Detail, jeden Pinselstrich, jedes noch so geringe Farbspiel. Meister Johannes Leo, Ehemann, Jurist und Kunstkenner. Siehst du, was da auf dem Boden liegt? Johannes zeigt mit dem Finger erst auf ein goldenes Zepter, dann auf einen Köcher mit Pfeilen und schließlich auf gefallene Rosen. Juno, Minerva und Venus. Johannes schüttelt den Kopf und lacht leise. Er hatte nicht erwartet, dass ich ihm antworte. Er hätte es besser wissen müssen. Oder Hera, Athene und Aphrodite? Johannes' Nase ist nur 5 Zentimeter von der Leinwand entfernt. Die 3 Göttinnen, deren Schönheit Paris bewerten musste. Ich erinnere mich gut an die Geschichte, habe ich sie doch mehrmals gelesen. Das Bild ist eine Allegorie, sagt mein Mann. Ich bin anderer Ansicht, aber ich widerspreche ihm nicht. Etwas an dem Gemälde kommt mir bekannt vor. Ist das? Ja, die goldene Kugel. Sie gleicht jener, die ich als Kind in Onkel Johns Zimmer gefunden habe. Feenkönigin. Ich sitze in meinem Studierzimmer und blicke auf das Gemälde, das Onkel John mir schickte. Meine Hand zittert, als meine Finger über das Siegel auf seinem Schreiben fahren. Ich breche vorsichtig das Siegel und entrolle das Schreiben. Sofort erkenne ich Onkel Johns Handschrift. Lady Beth, beginnt er. Ich lächle, denn ich bin immer noch stolz auf den Namen, den Onkel John mir gab. Schönste und erhabenste aller Dichterinnen. Bitte nimm dies bescheidene Geschenk von deinem nicht ganz so bescheidenen Freund und Mentor an. Onkel John ist mehr als das. Er gehört zur Familie, ist wie ein zweiter Vater für mich. Ich hoffe, es ist ein passendes Geschenk für deine Verlobung. Ich muss leise lachen. Ich hätte nie erwartet, ein solch fabelhaftes Geschenk zu erhalten. Wenn du dir die Komposition ansiehst, erkennst du bestimmt jedes Kleinod, das du einst in meinem Zimmer fandest. Die goldene Kugel, ich wusste es. Du magst das Bild für ein Rätsel, eine Allegorie halten oder für die Fantasie eines Malers. Das ist es nicht. Dieses Ding in der Hand der Feenkönigin ist echt, ebenso wie seine Macht und die Göttinnen. Okay. Das war's? Ja. Das war's tatsächlich. Okay. Gott, war das viel und lang. Naja, schön. Weiter geht's. Jetzt aber. Oh, danke. Muss ich lesen. Timestamp August 16th, 2013. The following audio clips were selected from over 160 hours of reel-to-reel tape found in the residence of the late Dr. Warren Vidic following his murder in December 2012. According to labels on the tape's canisters, these recordings were made over a 14-month period between 1980 and 1981 without the consent of their primary subject, Mrs. Eileen Bach, a colleague of Dr. Vidic's and the originator of Abstergo's surrogate initiative. Mrs. Bach is now deceased. Oh. It should be stated unequivocally that Dr. Vidic made these recordings illegally and of his own volition using wiretaps and hidden microphones. Abstergo Industries had no knowledge of his actions and disavows any responsibility for them. Aha, genau. And we're live. Capacitors at full. Ease the signal in. A little more. You feel anything?
Don't be timid. Double it. No, we're taking it easy. 20%. 30. Eileen, go easy. We're 6 past yesterday. And boost the inputs. Too risky. Not if we split the I.O. signals. 25%. Ease up. Oh, okay. There. I see something. What is it? Mein Gott. I hear talking. You're okay? Ja, ich höre Stimmen. It's German. Mein Name ist Miriam Kurz. I see a light. It's cold. Ich werde nichts sagen. There's a man with me. Mehr werde ich nicht sagen. Keep an eye on our vitals. Mein Name ist Miriam Kurz und ich bin eine Navajo. Des Hitlers Zwang, der Macht Oh mein uns Gott. allein. Noch liegen wir in Ketten. Doch einmal werden wir wieder frei. Wir werden die Ketten schon brechen. Eileen? Denn unsere Fäuste, die sind hart, ja. Und die Messer sitzen lose. Für die Freiheit der Jugend kämpfen Navajos. Was zur Hölle? Powering down. Kämpft Navajos. Get Peralta there. Oxygen from the valve. No. No, Satish, I'm fine, really. Quit the heroics. Just breathe. Better? Yes. Yes, thank you. Did we get something? It'll take a while to parse. What did you see? It wasn't just seeing. It was feeling. Being. I was scared. You were shouting in German. I think I was in Germany. I was in Germany, Satish. Na, ach. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Good morning. Well rested? Ich weiß nicht, ob ich das zensieren muss. Yesterday was Ja, an normalerweise incredible nicht. find. Seems so. What did it feel like? It's foggy, but I relived the memories of a young German woman. Early 20s, I think. A man was interrogating me, looming over me and asking questions. He was shouting, but I was shouting back. And then this poem just came out, like a chant. Fascinating. I'm eager for you to hear the tape. Is it ready? Yes, we transliterated the data onto an audio file. It took all night to process the language. Spool it up. Of course, have a seat. Judging by the subject matter and the setting, I'd say you landed somewhere in Germany in the 1940s. Nein, ach, During the war, I'd imagine. 1940s Germany? That would be Miriam Kurtz, my ex-husband's mother. So she's not related to you in any way? God, I hope not. I'd hate to find out my ex-husband is also my brother. Well, if Ew. it was Miriam Kurtz, then we hit a home run. You tapped into someone else's bloodline entirely. Should we celebrate? We'll listen first. Surrogate Initiative, Test Session 23, July 29th, 1980. Host, Eileen Bach. DNA sample SB1970. It's a little garbled at first. This is you settling into the memory. Your name, say it. My name is Miriam Kurtz. Louder. My name is Miriam Kurtz, and I am Navajo. Where did you last see the artifact? Who holds it now? I'll say nothing. I've told you all I will. I don't believe that is true. Who has the artifact? Hitler's dictates make us small, and we are bound in chains. But one day again, we shall walk tall. No binds will us restrain. Enough! For hard our fists, yes, and the knives at our wrists for you to be free. Navajos lay siege. Lock her away! Navajos lay siege. Okay. And that's where we pull you out. Whoa. What would it take to get a visual render of all that? Months, unfortunately. It took 13 hours just to process the audio. Visual takes much longer. But Vidic is able to record audio and visual in real time. How does he do it? His subjects are exploring their own genetic memories. That requires much less processing power. Hold on, sorry. Eileen here. Hello. You have 10 o'clock in Lillian's office. It's 10:13 now. Oh, shit. I'm sorry. Tell her I'll be right there. And tell her we have some good news. No problem. You in trouble? The monthly progress report. I'm trying to be honest about our progress, but no matter how much I polish our facts, Warren Vidic swoops in, promising the moon for pennies, and gets 10 times the funding for his Animus project. Well, we are using his Animus technology. He's the foundation. We are the skyscraper. Which is why he should be a tech lead, not a project director. Good work, Satish.
Ich finde It's sowas so incredible cool. footage, really. Clear and vivid. And the subject was synced for a full 62 minutes. Came out speaking French after his last session. Passably fluent. And with full recall of everything he'd gone through. Sorry I'm late. I was reviewing some data. It's fine. Warren was just telling me about his first subject, Mr. No names. Call him Subject 1. Confidentiality. And how about you, Eileen? What's your good news? Well, we did it. We synced with an unembedded memory outside the bloodline. That's a first. Really? Satish was able to process the audio today. A short clip. You can hear it for yourself. Only audio? No real-time memory feeds like Vidic has? Well, that's the difficulty with surrogate genetic memory data. Because I'm viewing memories not embedded in my own DNA, we can't rely on my cognitive faculties to help me process the signal. All we can do is record the raw data and transliterate it later. Hold on. You're running this experiment on yourself? I am. It's going well. I don't like the sound of that. Look, the sample I'm using, the DNA comes from my own son. It's safer this way. Ah, good thinking. 50% of my son's DNA is also mine, which reduces the danger by a huge margin. Meaning, I can now explore the memories of people who aren't directly related to me on his father's side. But for brief periods of time, I imagine. Right. Just a minute or two so far, but we're getting there. Come by the lab and listen for yourself. I will, when I have a moment. Unfortunately, work beckons. Ladies? That man is colder than a San Francisco summer. Stay focused, Eileen. You both have important work to do. Obviously. But my work requires his Animus technology. I feel a little caged in. That's collaboration, Eileen. It's how science works. I shouldn't have to remind you. I know. I'm just tired. Stop by and see us today. We have a lot to share. If not today, then this week sometime. Thank you. Ah, ich liebe sowas. Einfach nur die ganze Zeit zuzuhören und alle. Ich liebe sowas, wirklich. Okay, was haben wir denn hier? Das habe ich schon. Das habe ich auch. Was habe ich noch nicht? Du bist hier noch drin. Das ist mein Desk, right? Ja. Das ist mein Desk. Da will ich doch nicht hin. Der hat mir jetzt Security 3 gegeben, ne? Wo ist denn? Da ist noch einer. Da oben ist noch einer. Das ist mein Arbeitsplatz. Server. Da hinten sind noch zwei. Irgendwo. Nö, aber jetzt. Aha. Geil! Ja! Surrogate Initiative, Test Session 32. January 11th, 1981. Host Eileen Bach. DNA sample SB1970. Miriam? Miriam, is that you? Are you in here? Bartle! Oh, thank God you're safe. You've been very sick. Bartle! How did they find you? Oh, Jesus. What would they do to you? Has they hurt you at all? I told them nothing. All they do every day is ask about you and that artifact. But I didn't tell them anything. Nothing. I know you didn't, Miriam. But how are you? You aren't hurt? Not badly, no. I'm fine. Good. We need to get the message out to Oscar. Somehow. We need to tell him where...
Very interesting footage, Eileen. This is Germany, you said. World War II? Most of the memories I've been able to access come from a period where Miriam was imprisoned by Nazis in Cologne. Miriam. Is she still alive? No, she was my my ex-husband's mother. She passed away about 5 years ago. Well, she was spirited. An impressive lady. Definitely. And the man, Bartle. He made reference to an artifact. Any idea what that is? My team is looking into that, but it's not our first priority. We still need... It is now. Really? You must have other recordings of this woman. Are there any other mentions of this artifact I should know about? Half a dozen or so, yes. What's this about? You have questions, I understand that. I don't have answers for you. Not right now, but I do have money. And if you get me those recordings and bring me any other artifact references you find, then I will triple your operating budget for as long as I can. Triple my budget? My God, what is this? 9 a.m. Monday morning, my office. We have a lot to discuss. But Lillian, I don't... Have a good weekend, Mrs. Bach. Fantastic work. Okay. Hello, this is Carl. Hi, it's Eileen. Hey, how are you? Good. Busy, cold. The winter's been terrible. Seamus won't like that. The weather's been mild out here. Well, he's only coming for a month. He'll live, and I'll be so busy he won't have to worry about his mother bothering him. Still working 12-hour days. I should move a bed into my lab. Look, if you're too busy, Seamus can stay with me. No, I want to see him. We'll have fun. You're not too busy to be a mom and a genius. Of course not. His flight lands at 8:15 p.m. tomorrow night. You'll be there? Of course, 8:15. p.m. Let him know you'll be there. Thanks, Carl. I need to run. I'm sorry. Take care. You too. Ah, Eileen. Didn't see you come in. I'm not interrupting? No, it's fine. The subject is unconscious. He's traipsing around 18th century New Orleans right now, in the memories of a woman. That must feel odd. How long has he been under? 83 minutes. Whoa. It's average. What can I do for you? I just wanted to thank you for sending Lillian to see me. She came away very impressed. There. You see, all these bureaucrats need is a little glimpse of our secrets every so often. They like to feel like they're still in charge. Lillian is most definitely in charge. She just tripled my budget. Tripled? Christ, Eileen. You must have discovered who killed Kennedy. Well, she heard something on one of my tapes that interested her. Something about an artifact. Very vague, but it was enough. An artifact? What sort of artifact? Jesus, get him out of there! Get him out! Oh my God. It'll kill him! He's not decoupled! He's having a fucking seizure! Power down! Now! Heart rate 170! Power down! Now! Okay, dem geht's nicht mehr so gut. Eileen, Warren here. I was all ready to apologize for the late call, but you seem to be away. Maybe with your son. Listen. Since the unfortunate incident with Subject 1, there's been a lot of dire talk around the office about my Animus project. About shutting it down. About it being unsafe. Typical top brass bullshit. And if they shut me down, then your surrogate initiative goes away too. I'm sure you're already well aware of that. Well, let me be the first to reassure you. This will not happen. I will not let them take this from me. From us. I will not let one death of an undiagnosed epileptic, I should add. I will not let this destroy the decades of incredible research done by our predecessors. And the 5 years I've spent perfecting the Animus. There's still more work to be done. And countless rewards to be reaped. So I wanted you to be the first to know. I have decided to volunteer myself as my second subject. I am convinced that the Animus is perfectly safe, provided I stay within the boundaries of my own ancestral bloodline. Next week I plan to prove this by staying a full 4 hours in the Animus. I would be grateful if you and your team would monitor my progress. And after this necessary but ridiculous proof of concept,
I give you my word that I will work closely with you to solve your outstanding problems. Your surrogate initiative is a bold idea, and I do believe it is the future of the Animus Project. But while we have the Animus itself, I do not want to waste precious opportunities to prove its safety. I'll see you in the office on Monday. Goodbye. Okay, da ist wohl mit draufgegangen. Opa, okay. Naja, habt ihr gut gemacht, ne? Stolz auf euch. Nicht so dumm. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.